Herzlich willkommen ein letztes Mal zur Bühne des Ligna Forums Digital. Wir begrüßen jetzt unsere letzte Diskussionsrunde des Tages heute. Und zwar stelle ich Ihnen die Teilnehmer unserer Runde einmal kurz vor. Begrüßen Sie jetzt mit mir auf der Bühne Herrn Dr. Bernhard Dirr, Geschäftsführer des VDMA, Fachverband Holzbearbeitungsmaschinen, Herrn Martin Schockwitz, technischer Leiter der Firma Burger Küchenmöbel GmbH, Herrn Markus Hengst, Vertriebsleiter bei Ulrich Rotte Anlagenbau und Herrn Elias Wagner, Geschäftsführer der Firma Schuler Consulting. Wir hören jetzt eine Diskussionsrunde, die geleitet wird durch Herrn Dr. Dirr, und zwar zum Thema auftragsbezogene Fertigung in der Möbelindustrie, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren. Viel Spaß dabei. Die Frau Kausland haben wir auch noch an Bord. Ja, das übernehme ich dann sehr gerne. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie bei unserer Veranstaltung mit an Bord sind im Rahmen des Ligna Innovation Networks. Wie Frau Wagner uns schon eingeleitet hat, wir wollen heute gemeinsam uns mit dem Thema der auftragsbezogenen Fertigung in der Möbelindustrie beschäftigen. Insbesondere wollen wir klären, was sind so die Knackpunkte, die Herausforderungen, wo liegen die Chancen. Frau Wagner hat uns schon in Kürze vorgestellt. Ich mache das trotzdem noch mal und möchte insbesondere Frau Kausland ganz herzlich begrüßen, die uns zugeschaltet sind. Herzlich willkommen, Frau Kausland. Schön, dass es bei uns so gut geklappt hat. Frau Kausland ist Mitbegründerin, darf man sagen, und Geschäftsführerin von deinschrank.de. Das ist so ein bisschen der Inbegriff des maßgeschneiderten Möbels per Mausklick. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Wir sehen nachher noch einen Filmbeitrag dazu, wo wir das Geschäftsmodell auch so ein bisschen besser verstehen. Ich möchte auch zum Herrn Schockwitz noch mal ein paar Worte sagen. Herr Schockwitz wurde schon genannt, technischer Leiter bei Burger Küchen, ein Unternehmen mit sehr langer Tradition, das eben auch seit einigen Jahren in dem Thema der auftragsbezogenen Fertigung sehr aktiv ist. Auch hier brauche ich nicht allzu viel zu sagen, weil wir sehen einen sehr interessanten Filmbeitrag gleich zu Beginn. Das wird der erste Beitrag sein, wo wir auch ein bisschen mehr ganz grundsätzlich darüber erfahren, was verstehen wir denn unter auftragsbezogener Fertigung, welche Themen werden dort adressiert, was muss man sich darunter vorstellen. Dann freue ich mich natürlich sehr, dass wir auch von Ulrich Rotte Anlagenbau den Herrn Hengst bei uns haben. Herr Hengst, herzlich willkommen. Sie sind so ein bisschen das Bindeglied zwischen verschiedenen Technologien. Sie sind ein Automatisierer, sind in vielen Bereichen nicht nur in der Holzindustrie tätig, sondern natürlich auch in anderen Bereichen. Und ich glaube, von der Erfahrung, die Sie auch anderen Branchen mitbringen, profitieren wir in der Holzindustrie sehr stark. Herr Wagner, last but not least, Sie begrüße ich ganz besonders herzlich und auch verbunden mit einem großen Dank. Sie haben in der Vorbereitung sehr viel mitgeholfen, um diese Veranstaltung heute zu dem zu machen, was sie ist. Dafür vielen Dank. Sie kommen von Schuler Consulting, sind Geschäftsführer dort und beraten, ich glaube, als Unternehmen mehrere tausend Kunden weltweit mittlerweile. Also Sie haben einen relativ umfangreichen Erfahrungsschatz, wenn man das so sagen darf. Hat sich schon was angesammelt, ja. Ja. So, wie angekündigt, ich hatte es gesagt, wir würden gerne mit einem Einspieler beginnen, uns mal anschauen, wie bei Burger Küchen das so vor sich geht. Wir haben einen Einspieler vorbereitet. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert und wir den auch gleich mal einspielen können. Burger Küchenmöbel ist 1917 gegründet worden. Wir haben heute 680 Mitarbeiter hier am Standort und sind ein familiengeführtes, inhabergeführtes Unternehmen der Baumann Group und wir stellen 500 Küchen jeden Tag her. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie das zukünftige Konzept hier in der Produktion aussehen soll. Und haben uns dann bewusst entschieden, eine Losgröße 1 Fertigung aufzubauen im Bauteilbereich, bestehend aus einem Portallager, einer Zuschnittanlage und einem Kopplungspuffer und einem Kantenkreislauf. Das war also der Start, um weg von der Serie hin zur Losgröße 1 zu kommen. Warum machen wir das? Weil natürlich die Vielfalt der Dekore, der Bauteile, der Varianten, die in der Küche verwendet werden, enorm groß geworden ist.
Diese Komprimierung dieser ganzen Varianten in dieses neue Lager bedeutete eben noch mehr Leistungsanspruch und deswegen diese 2 Brücken waren unverzichtbar, dass ich zum einen die beiden Sägen, die in dieses Lager integriert sind, bestücken kann und zum anderen natürlich Einlager- oder Vorkommissioniervorgänge mit der anderen Brücke machen kann. Wichtig natürlich, dass die beiden Zuschnittanlagen, die gemeinsam an einem Schnittplan arbeiten, ständig mit Material versorgt werden. Hier gelingt es wirklich, die Platte so aufzuteilen, dass nicht viel übrig bleibt. Und wenn etwas übrig bleibt, dann haben wir ein intelligentes Restelager integriert, das mit einem Roboterhandling diese Restplatten aufnimmt und in Fächer stellt. Und aus diesem System kann natürlich dann der nächste Zuschnitt wieder gefüttert werden. Die Teile kommen auf Rollengängen aus diesem Entkopplungspuffer. Also die Bauteile, die in diesen Kantenkreislauf reingehen, müssen ihn zweimal durchqueren oder durchlaufen und sind dann fertig, weil dann alle 4 Seiten bearbeitet sind, die entsprechenden Kanten angeleimt worden sind und Maß und Winkel des Bauteils hergestellt ist. Es gibt vorgelagert 2 Bohrzellen. Eigentlich sind es 3 Bohrzellen, aber 2 Bohrzellen bestehen aus völlig redundanten Bohranlagen. Und hier werden die fertig vorkommissionierten Teile stapelweise durch die Maschine geschickt und erhalten dann ganz spezifisch jedes Bauteil die Bohrung, die entsprechend der ID, die mitgeführt wird, dann notwendig ist. Nach diesen Bohranlagen gehen die Teile dann in die Montage und können direkt verarbeitet werden, ohne dass dort nochmal ein Bohrvorgang, also spanende Bearbeitung, erforderlich ist. Bei der ersten Einlage 2015 eigentlich ein Bilderbuchprojekt. Wir haben also sowohl von Seiten des Anlagenherstellers von HOMAG ein sehr gutes Team hier zur Verfügung gehabt und auch unsere Leute haben sich 100%ig integriert. Wir haben es, glaube ich, hingekriegt, mit 1 Jahr im Voraus auf dem Tag genau die Abnahme hinzukriegen. Also das heißt, das war wirklich lehrbuchmäßig. Ich bin aktuell wirklich sehr zufrieden mit der Entwicklung der Stückkosten und das ist eigentlich unser Indikator dafür, ob wir hier richtig geplant und investiert haben. Burger war in den letzten Jahren immer schneller als andere und ich glaube, das ist der Schlüssel unseres Erfolges. Ja, Herr Schockwitz, das war sehr eindrucksvoll, muss ich sagen, um mal zu sehen, wie sowas funktioniert. Und Sie fertigen ja seit, ich glaube, über 100 Jahren am Standort, aber natürlich nicht seit 100 Jahren mit dieser Technologie und mit der auftragsbezogenen Fertigung. Wie oder wann haben Sie sich denn letztlich dazu entschieden, aus einer Serienfertigung oder überzuleiten in eine auftragsbezogene Fertigung? Und wie bekommen Sie das auch hin, dass dieser Mix zwischen Menge und dieser möglichen, wir sagen gerne auch Losgröße 1 Fertigung? Ja, Burger ist tatsächlich seit 102 Jahren am Küchenmarkt irgendwie tätig, immer mit dem Thema Küche unterwegs gewesen. Und eigentlich begann das Thema auftragsbezogene Fertigung bereits in den 90er Jahren, als man weg von der Serie, also nicht einfach nur Schränke produziert hat, die in ein Lager gestellt hat und von da aus dem Kunden zugeführt hat, sondern wir haben bereits in den 90er Jahren angefangen, die Montage auftragsbezogen zu gestalten, aber eben nur die Montage und nicht die Fertigung der Teile, der Korpusbauteile, der Fronten, also all das, was an Bauteilen für eine Küche notwendig ist. Der Indikator dafür, das zu tun, der geht, glaube ich, so auf das Jahr, also irgendwo zwischen 2010 und 2013 zurück, weil wir hatten dort festgestellt, dass die Losgrößen in der Serienfertigung sich einfach mal in 10 Jahren halbiert haben. Und mit dieser Halbierung der Losgröße war einfach ein Faktum da zur Unwirtschaftlichkeit. Und da mussten wir etwas dagegen setzen und haben uns dann bewusst für das Thema
Losgröße 1 entschieden in der Teilefertigung. Natürlich nicht ausschließlich. Wir sind von den größten, vielleicht der kleinste Mengenhersteller. Das heißt, es gibt neben diesen BC-Teilen, also die in ganz geringer Losgröße eigentlich gefertigt werden müssen, immer noch A-Teile, Serienteile. Also das heißt, man muss nach heutigem Stand einen parallelen Fertigungsweg vorhalten. Und der umfasst zum einen eine Serienfertigung, aber zum anderen eine auftragsbezogene Fertigung bei den Bauteilen, die immer stärker wird. Ja, danke, Herr Schockwitz. Jetzt verkaufen Sie oder vertreiben Ihre Küchen ja klassisch über den Handel. Lassen Sie uns mal gemeinsam noch auf ein anderes Geschäftsmodell schauen, auf den Onlinehandel. Und da freue ich mich, dass wir mit Frau Kausland deinschrank.de hier haben. Ein völlig anderes oder ein anderes Prinzip. Auch da haben wir einen Einspieler vorbereitet. Würde mich freuen, wenn wir den kurz sehen könnten, weil da wird deutlich, wie die Idee dahinter ist. Alles beginnt mit deiner Idee. Plane deine Möbel online. Exakt nach deinen Vorstellungen. Wenn du möchtest, beraten dich die Experten von deinschrank.de auch gerne persönlich. Wir erfüllen deine Möbelwünsche auf den Millimeter genau. Dein persönliches Möbelunikat fertigen wir in unserem Betrieb in Rheinbach. Hier trifft traditionelles Handwerk auf modernste Technologie. Deine Möbel liefern wir dir per Zwei-Mann-Service bis in deinen Wunschraum. Lass auch du dich begeistern von Möbeln, die perfekt zu dir passen. Dein Raum, deine Idee, deinschrank.de. Ja, Frau Kausland, das liegt so ein bisschen auf der Hand, dass man mit dieser Idee eigentlich nur auftragsbezogen oder Losgröße 1 mäßig fertigen kann. Ihr Unternehmen gibt es seit 2010, aber Sie haben begonnen 2015 selber zu fertigen, eine auftragsbezogene Fertigung zu machen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, das stelle ich mir nicht wirklich ganz leicht vor. Was haben Sie für Herausforderungen dabei, sowas aufzubauen? Was sind die Knackpunkte? Was können Sie uns aus Ihrer Erfahrung dazu mitgeben? Die größte Herausforderung ist einfach der Kunde und die Ansprüche des Kunden. Ich glaube, wenn jeder von uns sich einmal das Online-Shopping-Verhalten reflektierend anschaut, dann wissen wir einfach, wir haben jetzt eine Idee, wir sehen etwas und wir wollen das dann schnellstmöglich haben. Und zwar genau so, wie man sich das auch vorstellt. Und diese Wünsche, dass man halt jetzt nochmal schnell das Geburtstagsgeschenk des Partners für morgen overnight sich schicken lassen kann, diese übertragen sich halt auch in andere Lebensbereiche und so natürlich auch in den Möbelhandel. Und für uns ist halt die Herausforderung, diese Ansprüche dieser riesengroßen Endkundengruppe, in der wir ja in einem direkten Kontakt stehen, diese Wünsche zu erfüllen. Das kann Konstruktion sein, das kann Material sein, das kann Lieferzeit sein, das können bestimmte Einbauwünsche sein. Also das ist sehr, sehr, sehr vielfältig und das alles zur richtigen Zeit und kosteneffizient zu stemmen, das ist die größte Herausforderung. Ja, vielen Dank, Frau Kausland. Jetzt haben wir schon ein bisschen gelernt, was so die Herausforderungen sind, was die Ansprüche sind, die Sie als Hersteller von Möbeln haben. Wie setzt wir das Ganze um? Jetzt wende ich mich mal an den Herrn Hengst von Rotte. Können Sie uns mal sagen, was aus Ihrer Sicht, also einem Maschinen- und Anlagenbauer, was aus Ihrer Sicht da die größten Herausforderungen sind? Was nehmen Sie davon mit? Wie setzen Sie das Ganze um? Ja, eine große Herausforderung ist natürlich auch immer so der Kostentreiber in diesem ganzen System. Und dem gerecht zu werden, Automatisierung, Rationalisierung, aber vor dem Hintergrund mit gleicher Mitarbeiteranzahl ein Mehr an Produktion zu generieren, das ist schon die Herausforderung dabei. Und Sie würden sagen, das sind die Themen, die auch die Kunden im Augenblick besonders umtreiben? Ist sicherlich ein Thema, was die Kunden auch im Moment umtreibt, ja.
Stichwort ist Automatisierung, wahrscheinlich auch Digitalisierung. Auch Digitalisierung, auch hier dann sicherlich die Ansprüche, das miteinander zu verknüpfen und natürlich auch die Arbeitsschrittketten zu optimieren, Prozessketten zu optimieren und dort halt eben ja, das Optimum rauszuholen. Das ist so sicherlich eine der Herausforderungen, die da auf die Unternehmen auch zukommt. Ich denke, wenn ich den Herrn Wagner anschaue, Schuler, Sie beraten weltweit tausende Kunden, hatte ich eingangs berichtet. Wie sehen Sie denn das Thema Automatisierung? Wie sehen Sie das viel benutzte Wort Digitalisierung? Ist es in Ihrem Beratungsgeschäft ein Kernthema? Ist es auch in dem Thema, das wir heute besprechen, eventuell ein Kernthema? Das ist ein absolutes Kernthema. Also wir haben jetzt kennengelernt Burger, die klassisch das meiste ja über die Fläche verkaufen, nur in Deutschland. Export sieht es wieder ein bisschen anders aus, aber die ganz andere Daten quasi bekommen vom Handel. Und Dein Schrank, die ja ihr eigenes Vertriebssystem haben. So, also wenn man Schockwitz, da kommen die Bestellungen über ein standardisiertes Handelsformat rein. Da sind gar nicht alle Informationen dabei, die ihr braucht, um produzieren zu können. Manche Aufträge kommen vielleicht nur mit dem Fax. Ja. Das ist bei der Frau Kausland natürlich ganz anders. Die hat ihren eigenen Kanal aufgesetzt. Die kriegt zumindest immer ein Datenformat. Das ist jetzt, sage ich mal, näher dran an dem, was auch ein KMU kennt. In der Industrie haben wir einfach ein Handelsformat, das reinkommt. Nichtsdestotrotz, ja, die Herausforderung, um dann eben auch Automatisierung machen zu können, ist, dieses Datenformat, das ich bekomme, zu transferieren, mit möglichst wenig manuellem Aufwand und wenig Fehlern, damit ich damit produzieren kann, weil auch der beste Roboter oder die beste Anlage und Maschine ist nutzlos, wenn ich die Daten nicht habe, mit denen ich diese Maschine steuern kann. Und das ist so die Hauptherausforderung, die wir eigentlich sehen bei unseren Kunden. Wir haben da gewachsene Strukturen, gewachsene Systemlandschaften, oft eben doch noch der Fall, dass irgendwo manuelle Prozesse stattfinden, Schnittstellen nicht abgestimmt sind und bei den Geschwindigkeiten, in denen wir produzieren, fällt uns das meist erst auf, leider, ja, wenn das Teil falsch zugeschnitten oder falsch gebohrt ist oder im schlechtesten Fall sogar erst, wenn es draußen beim Kunden ist, wenn wir verpackt liefern, wie Dein Schrank zum Teil. Und das ist so eine große Herausforderung, die ich da eigentlich sehe. Ja, ich vermute, Herr Schockwitz, Sie sehen das wahrscheinlich ähnlich. Ja, der Herr Wagner hat es schon gut beschrieben. Und im Vergleich zu Dein Schrank sind wir, glaube ich, noch so ein Stück weiter weg vom Endkunden, weil natürlich unser Partner der Handel ist und diese beschriebenen Anforderungen an die Datenqualität, die bringen einen sehr hohen Anspruch mit sich. Aber ich wollte vielleicht noch einen Bogen spannen zu Frau Kausland. Letztendlich ist es so, dass der Kunde dort irgendwo auch für uns im Mittelpunkt steht. Ja. Und die Kundenanforderungen werden getrieben von vielen Möglichkeiten, die es heute gibt. Und die implementieren sich auch auf das Thema Küche. Also das heißt für uns natürlich, und das ist ja auch in den letzten Jahren eindeutig nachvollziehbar gewesen, dass die Varianz immer mehr steigt. Die Varianz steigt, aber der Kunde will eben auch nicht länger auf eine geplante Küche mit mehr Varianz warten, sondern wenn es irgendwie geht, will er die auch schneller haben. Also die Herausforderung, die wir haben, ist kurze Durchlaufzeiten bei noch mehr Varianz sicherzustellen. Und da sind die Daten, da bin ich voll und ganz bei Ihnen, fast der Schlüssel, um überhaupt ansatzweise in diese Richtung zu kommen. Ja. So. Ja gut, es werden sich letztendlich Logistikprozesse verändern müssen. Genau. Ich muss weg, gerade in Bezug auf die individualisierte Fertigung, muss verkettete Systeme aufreißen eigentlich und muss vor diesem Hintergrund dann einen ganz anderen Intralogistikbereich aufbauen und diesen Logistikprozess und auch die Prozessketten anders gestalten. Bestimmt Intralogistik, wenn ich da noch was sagen Ja, bitte. Bestimmt Intralogistik, aber desto stärker wir auch mit Zulieferindustrien arbeiten. Sicherlich auch das Thema Outbound-Logistik. Also wie bringe ich die Daten, die Produktionsdaten, sage ich mal, so dass auch mein Zulieferer entsprechend produzieren kann und wie binde ich dann diese Materialströme, die von extern kommen, auch ein. Ja, und das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Punkt auch. Ich könnte jetzt versuchen zu schlichten.
Nee, kein schlicht. Beides. Naja, was Herr Hengst vorgetragen hat, das Thema Intralogistik, treibt uns natürlich auch in vollem Umfang um. Aber es ist richtig, es bleibt nicht irgendwo an der Firmengrenze bestehen oder löst sich auf, sondern das geht natürlich weiter bis zum Lieferanten und letztendlich auch bis zum Kunden. Also die Kette ist da schon wesentlich länger als nur die in der Fabrik. Ja. Und das bringt zusätzlich noch einen großen Anspruch mit sich, wenn wir über das Thema Daten sprechen. Das ist ganz schlichtweg auch unsere Erfahrung, die wir jeden Tag damit haben. Jetzt würde ich trotzdem gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir sprechen jetzt schon sehr tief davon, was alles zu beachten ist, was die Herausforderungen sind, die Sie auch erlebt haben und die Sie dazu gebracht haben, zu sagen, ich investiere in eine auftragsbezogene Fertigung. Aber noch ein bisschen konkreter, wie haben Sie das festgemacht, zu sagen, jetzt gehe ich den Schritt? Und wie gehen Sie dann sozusagen in der Investitionsentscheidung vor? Welche Reihenfolge arbeiten Sie ab? Wann sagen Sie, jetzt habe ich es verstanden, ich muss an der Stelle was tun? Kann man da ein bisschen was mitnehmen, einem mitgeben, der vielleicht vor ähnlichen Fragen im Augenblick steht und ähnliche Entscheidungen zu treffen hat? Ja, aus meiner Sicht ist es wie mit vielen anderen. Man braucht eine Vision. Also ich betrachte das für mich immer, ich brauche die Vision von der Fabrik der Zukunft. Und da muss ich so ein bisschen das Feeling dafür haben, was passiert am Markt, wie wird sich der Kundenwunsch weiter entwickeln und was müssen wir dafür tun. Auf jeden Fall waren für uns unter der Zielsetzung, schnell zu bleiben und mehr Varianz anbieten zu können, gibt es eigentlich keine Alternative. Die Alternative, die es wäre, eine Serienfertigung zu machen, die dann kleinste Lose irgendwo in ein klassisches Lager packt und von da aus greife ich die Teile ab, die ich für die Montage brauche, oder ich schließe noch mit einer Änderungsfertigung daran an. Das heißt, das ist aber dann sowohl räumlich restriktiv sicherlich, weil ich natürlich viel mehr Platz brauche. Und letztendlich geht es um die Stückkosten. Und wenn ich die Stückkosten dazu bewerte, dann kommt aus diesem Prozess in der Addition der einzelnen Kosten nichts mehr bei raus, was wirklich lohnenswert ist. Das muss man einfach so konstatieren. Ja, Herr Wagner, Sie wollten, glaube ich, noch was. Ich denke, das ist der Knackpunkt. Also wenn Sie nach dem konkreten Punkt fragen, ab wann entscheide ich mich für den Übergang oder stärker zu investieren im Bereich Automatisierung, Losgröße 1 oder auftragsbezogene Fertigung. Der Punkt ist, wie wettbewerbsfähig bin ich mit meinen Stückkosten. Das ist eigentlich so das Einzige, wo wir es noch festmachen können am Ende des Tages. Und wenn ich merke, dass ich einfach da in die Wettbewerbsfähigkeit verliere, dann weiß ich muss investieren. Im Idealfall habe ich diese Vision oder dieses Gefühl für meinen Endkundenmarkt schon vorher. Da ist die Frau Kausland uns jetzt allen weit überlegen, weil sie natürlich sehr genau weiß, auch wofür sich ihre Kunden schon interessieren. Da sind wir mit der Industrie ein bisschen weiter weg. Die Optionen, was den Kunden interessiert, die hat der Schreiner, sage ich mal, auch. Und dann muss ich betrachten, einfach, wo bin ich von meinen Kostenstrukturen her. Und da sind die Stückkosten das, worauf man es am Ende runterbrechen muss. Also ich denke, das ist schon mal eine erste klare Ansage oder Hilfestellung, dass ich sage, an dem kann ich es festmachen. Das sollte immer in die Entscheidung ganz vorne mit einbezogen werden. Das leuchtet auch, denke ich, ein. Im Übrigen, vielleicht darf ich das noch ergänzen. Sie hatten es vorher schon gesagt, das Thema Logistik und Intralogistik. Ich glaube, um das einfach noch mal abzuschließen, ein Thema, das in vielen Teilbranchen der Holzindustrie immer noch unterschätzt wird. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir vielleicht später noch mal kurz darauf eingehen können, dass das einer der entscheidenden Faktoren sind. Ich würde jetzt trotzdem noch mal gern den Schwenk machen und Frau Kausland noch mit einbeziehen mit einer Frage. Sie haben ja in Ihrem Geschäftsmodell, im Übrigen ist das Geschäftsmodell natürlich, glaube ich, ein sehr, sehr natürliches, das genau darauf Bezug nimmt, dass ich auftragsbezogen fertigen muss. Sie haben aber eine Reihe von Partnern und Zulieferern, die Ihnen da mit an der Seite stehen. Wie kriegen Sie das auf die Reihe, dass Sie diese Zulieferer und diese Zulieferketten, alles das, was dazugehört, dass Sie das unter einen Hut bekommen? Das stelle ich mir als eine der fast schon schwierigsten Situationen vor.
Ja, also es war auch die größte Herausforderung, sodass ich heute sage, ich fertige gar nicht mehr auftragsbezogen, sondern ich fertige nur Bauteile. Und die sind am Anfang überall verteilt und müssen sich am Ende so zusammenfinden, dass der Kunde eine Lieferung bekommt. So kann man das vielleicht erstmal umschreiben. Und es beginnt halt damit, dass wir Bauteile oder Möbel ja auch produzieren, die von ganz unterschiedlicher Bemaßung sind. Das heißt, ich habe sehr große Kleiderschränke, ich habe aber auch ganz kleine Badmöbel etc. Das in unterschiedlichen Materialien, sodass ich einmal den Anspruch habe an den Einkauf, dass wir immer sofort produzieren können, also alles auf Lager haben. Das heißt, ich muss ein bisschen in die Vorschau gehen, ich muss ein bisschen hochkalkulieren, wo man auch natürlich die IT sehr gut für einsetzen kann. Was muss ich eigentlich heute bestellen, um die Aufträge, die jetzt gerade, während ich jetzt hier spreche, gerade ins System einfliegen, die durch den Warenkorb gehen, weil die kenne ich persönlich jetzt noch gar nicht, unsere Fertigung auch nicht. Das heißt, das ist einmal die Herausforderung, also Hochrechnungen, Wahrscheinlichkeitsrechnungen anstellen, um da halt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und dann halt aber auch zu sagen, gut, ich muss die Bauteile, die sich hinter einer Bestellung verbergen, ein Bauteil, sage ich, das ist jetzt auch eine Kleiderstange etc., also auch, kann auch Metallzuschnitt oder andere Materialitäten sein, die muss ich alle mit einem Fertigstelldatum versehen und dann entsprechend überall platzieren. Und wenn wir über Stückkosten sprechen, dann bin ich ein Verfechter davon, dass ich sage, wenn ich Spezialist für eine bestimmte Fertigung, für eine bestimmte Materialität bin, dann ist ein anderer vielleicht ein Spezialist für etwas anderes und kann deswegen auch viel, viel günstiger produzieren, als ich das vielleicht selber könnte. Das heißt, wir gehen ins Gespräch mit vielen anderen Herstellern, natürlich auch zum Beispiel mit einem Glaser. Den Glas stelle ich auch nicht selber her und versuche einfach die Besten in ihren Bereichen zu finden und mit denen auch zusammenzuarbeiten. Und da ist das Thema, was Herr Wagner auch schon ansprach, das Thema der Daten ein ganz großes. Also wir stellen unseren Partnern, je nachdem, wie es gewünscht ist, wirklich auch schon die kompletten Fertigungsdaten, Bohrdaten, also alle Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, um Bauteile zu fertigen, und geben diesem Bauteil halt auch ein Fertigstellungsdatum mit. Soweit in der Theorie klingt das alles ganz toll und irgendwann hat auch uns die Praxis einmal eingeholt. Es ist nicht immer alles so planbar und insbesondere dann nicht, wenn wir als, ich sag mal, sehr IT-affines Unternehmen kommen und uns das alles so einfach vorstellen, aber wir einen Partner haben, der noch sehr, sag ich mal, konservativ fertigt und vielleicht nicht diese Datenanbindungen kennt und jetzt auch selber sich erstmal digitalisieren muss. Das heißt, wir unterstützen auch die Partner, dass sie halt unsere Daten auch entsprechend überhaupt nutzen und dann halt auch einsetzen können und übernehmen dann am Ende auch die komplette Logistik und Verpackungslogik für den Partner, weil es sonst auch zu überfordernd wäre. Und am Ende geht es uns ja in der Herstellung so, dass wir sagen, unser Kunde hat ein Produkt gekauft mit unserem Markennamen drauf und am Ende darf die Qualität, egal woher ein Bauteil kommt, niemals unterschiedlich sein. Bei den Kunden ist es egal, ob es jetzt in Rheinbach oder ich sag mal in Süddeutschland gefertigt wurde. Das ist das Gefühl und die Qualität muss immer 1A sein. Das heißt, wir schicken Material hin, wir schicken Verpackungsmaterial hin, unsere Logistiker, unsere Daten. Also alles das, was wir auch selber fertigen würden, stellen wir den Partnern zur Verfügung. Das heißt, wir haben dieses Thema Intralogistik, das uns auch sehr stark jeden Tag beschäftigt, weil es dafür einfach keine perfekte Software gibt, die man heute kaufen kann, sondern wir mussten sehr, sehr viel selber programmieren. Und auf der anderen Seite haben wir die Logistik innerhalb der Fertigungsstätten, die miteinander koordiniert werden soll, auch alles über unser selbstprogrammiertes System, sodass am Ende alles zusammenfließt und wir dem Kunden eine Sendung geben. Weil was ein Kunde heute nicht mehr versteht, ist, wenn er bei einer Bestellung mehrere Teilsendungen bekommt. Das akzeptiert man vielleicht beim kleinen Amazon-Päckchen, aber nicht, wenn man auf einmal 500 Kilogramm Möbel bekommt und jeden Tag kommt ein 50-Kilo-Paket. Das können wir nicht machen. Und an der Stelle war es halt für uns so, dass wir gelernt haben, nicht nur im Frontend, also das, was der Kunde sieht, zu programmieren, sondern wir mussten auch einen Schritt tiefer gehen und sagen, wir müssen ein komplettes Leitsystem programmieren, das die Terminierung unter den jeweiligen Herstellungen entsprechend koordiniert und auch schon den Endlogistiker, der zum Kunden schickt, entsprechend mit einbindet. Ja, das klingt nach einer komplexen Bauteile-Logistik, würde ich mal sagen.
Und wenn Sie von einer bauteilbezogenen Fertigung sprechen, heißt es doch tatsächlich, Sie müssen eigentlich eine absolute Transparenz haben über jedes Bauteil, wo es sich wann zu welchem Zeitpunkt befindet. Und ich würde mal behaupten, eigentlich ist Ihr Knackpunkt doch die Datenintralogistik oder die Datenverfügbarkeit, die Durchgängigkeit der Daten. Also alles das, was man auch mit Digitalisierung umschreiben kann, aber eben in der vollen Breite und Durchgängigkeit. Ist das, würden Sie das auch so bestätigen? Genau, richtig. Also wo wir heute noch Ausbaumöglichkeiten haben, ist wirklich innerhalb der Fertigungskette wirklich nochmal die Transparenz und die Übersicht zu behalten, weil bei tausenden Bauteilen ist es dem Menschen gar nicht mehr möglich, den Überblick zu behalten. Ne? Das heißt, wir haben natürlich jetzt einzelne Stationen, wo es dann wieder trackbar ist, aber auf mehreren 10.000 Quadratmetern ein kleines Bauteil, einen kleinen Sockel finden, das macht sehr viel Spaß. Da sind wir einfach noch nicht optimiert. Ja. Und für mich ist es halt der Anspruch, dem Kunden wirklich auch am Fertigungsprozess teilhaben zu lassen. Weil wir sprechen doch davon, was ist für einen Kunden werthaltig. Auch wenn wir über Stückkosten und Deckungsbeiträge sprechen. Am Ende entscheidet doch der Kunde, wofür er sein Geld aufgibt. Und das heißt für mich, auf der einen Seite muss ich Kosten, die nicht werthaltig sind, für den Kunden senken. Aber auf der anderen Seite darf ich auch dort investieren für alles, was werthaltig für den Endkunden ist. Und dieses Thema Intralogistik ist ein Thema, das leider für den Kunden an der Stelle erstmal komplett egal ist, weil dadurch hat er keinen schöneren Griff oder keinen tolleren Soft-Close-Mechanismus im Erlebnis am Möbel. Aber für mich ist es ein Riesenkostenpunkt, weil das Suchen nach Bauteilen oder nachher wieder das Nachfertigen, wenn es nicht on time dann am Ende in der Verladung steht, das sind unnötige Kosten, die wir alle in der Möbelfertigung einfach vermeiden müssen. Und da sind wir jetzt gerade in der Entwicklung, auch zum Beispiel jetzt zusammen mit der HOMAG Group, um da diese Durchgängigkeit auch innerhalb der Hallen, sage ich mal, zu schaffen und dem Kunden auch ein Feedback geben zu können, dass er transparent dabei sein kann, wie sein Möbel jetzt gerade gefertigt wird. Ja, vielen Dank. Da noch was sagen dürfte. Ich wollte Sie gerade fragen, Herr Wagner. Die Frau Kausler, die hat gerade einen brutalen Bogen gespannt. Ja? Also im Prinzip vom Vertrieb bis in die Supply Chain. Also ich glaube, jedem Einkäufer ist das Herz hochgehüpft, als sie kurz beschrieben hat, was da die Anforderungen sind, bis hin zur Lieferantenentwicklung. Und hat ganz eingangs auch einen ganz zentralen Punkt gesagt, ja, es gibt Player im Markt, die können bestimmte Dinge besser und dadurch kostengünstiger. Trotzdem muss sie die auf ihr Qualitätsniveau bringen. Das ist klassisches Supply Chain Management, was sie da beschreibt, aber ganz wesentlich für unsere Industrie, weil wir ja sehen, dass auch hier eine Konzentration auf die Kernkompetenzen eigentlich stattfindet und wir hier die Supply Chain entsprechend abbilden. Und dann kommen wir wieder auf das, was der Schockwitz gesagt hat. Das fällt natürlich den Unternehmen leicht, die eine Vision haben von dem, wo sie hinwollen und das dann betriebswirtschaftlich auch entsprechend abbilden. Wohl dem, der einen Partner wie dein Schrank an der Hand hat, der einem da hilft, ja, aber grundsätzlich wäre das für mich als Hersteller auch ein wesentlicher Punkt, wo ich ansetzen würde. Wer will ich sein? Ja, Frau Kausland hat mir aus dem Herzen gesprochen. Also all das, was ich da gehört habe, das geht mir jeden Tag selbst durch den Kopf. Und man könnte es vielleicht ergänzend so beschreiben, ich lehne mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster. Wir sollten aber vielleicht so vorgehen, dass man weniger Intention daran setzt, neue Schneidstoffe zu finden, die vielleicht Bohren oder Fräsen mit Vorschüben möglich machen, die jenseits von dem sind, was wir heute kennen. Wäre vielleicht auch gut, wenn es so wäre. Aber viel wichtiger wäre, das Thema Intralogistik zu bedienen. Ja. Ja? Und diese beschriebene Varianz, die Frau Kausland da hat, vom Badschrank, kennen wir uns auch mit aus. Ne? Das sind also kleine Teile, ich würde heute mal sagen, das sind Frühstücksbretter, bis zu dieser Schrankseite, die ich vielleicht am Hochschrank brauche, da sind Welten dazwischen. Und was wir im Portfolio vieler Anlagenbauer haben, sind starre Fördereinrichtungen, starr verkettete Systeme, Rollengänge, die 2,50 Meter breit sein müssen, nur damit eben auch diese zwei Teile drüber laufen, die vielleicht nur 5-mal am Tag vorkommen. Aber das sind alles nicht wertschöpfende Prozesse. Ja. Und darauf müssen wir eine Antwort finden, weil, und da bin ich wieder bei unserer Zielstellung, wir wollen schnell bleiben. Und das erreichen wir wirklich nur, wenn wir die Durchlaufzeiten niedrig halten. Durchlaufzeiten niedrig halten heißt, absolute Transparenz zu haben in der Fertigung.
absolute Übersicht zu haben. Und da bin ich bei Ihrer Meinung, da sind die Systeme, die wir heute kennen, Fertigungsleitsysteme, die sicherlich schon ganz gut funktionieren, aber die sind ausbaufähig. Ne? Und wir müssen eigentlich ein Live-Tracking haben von jedem Teil, das sich in der Firma bewegt, um besser steuern zu können und ja, diese Anforderungen zu gewährleisten, schnell zu bleiben. Aber genau da greift ja auch dann letztendlich die Automatisierung in der Kombination mit der Digitalisierung an, weil ich als Mensch, als einzelnes Individuum gar nicht in der Lage bin, diese ganzen Prozesse so überblicken. Ich brauche letztendlich eine Unterstützung, ich brauche sozusagen ein Wissensmanagement von dem, was ich an Daten, Zahlen, Fakten im Unternehmen habe, und das ist nicht wenig. Egal, ob das Unternehmen groß ist oder klein ist, aber in Summe kommt eine Menge an Daten zusammen, die ich als Einzelner in der Form gar nicht überblicken kann. Und dafür, und das kann aber die Automatisierung in der Kombination mit der Digitalisierung aber entsprechend tracken, sodass ich dann halt eben auch in der Lage bin zu sagen, wo ist denn mein Teil jetzt wirklich, ne? Wie es die Frau Krausland eben schon so richtig beschrieben hat, auch vielleicht einen Kunden mitnehmen kann und sagen, hör mal, du stehst, oder dein Produkt steht jetzt da und da, dein Schrank ist gerade in der Endmontage oder der ist an dieser Stelle. Das kann ich aber nur, wenn ich unterstützende Systeme habe. Wir sprechen jetzt sehr viel davon, was die Automatisierung alles leisten kann, was sie leisten muss, dass wir das Thema unbedingt brauchen, wenn wir eine auftragsbezogene Fertigung realisieren wollen. Wo sind denn die Grenzen wiederum? Ich meine, das ist ja auch die Frage, wie weit gehe ich? Wie weit gehe ich mit meiner Automatisierung, wie weit gehe ich mit meiner Digitalisierung? Herr Wagner, vielleicht eine Frage an Sie. Wo würden Sie sagen, was macht Sinn? Wo sind natürliche Grenzen, an die man sich herantasten sollte? Gibt es da vielleicht auch einen Hinweis von Ihrer Seite? Jetzt ist Fluch und Segen, dass ich so viele Märkte kenne, ne? Weil je nach Markt sieht das wieder komplett unterschiedlich aus. Wir sind sicherlich hier in Zentraleuropa mit relativ hohen Löhnen, wo wir, sage ich mal, stark repetitive Vorgänge, und wenn ich noch dazu weiß, digital gesehen, welches Bauteil kommt da daher, dann kann ich das alles sehr schön automatisieren. Dann ist die Frage, wo ist der Break-Even? Das ist eine relativ einfache Rechnung. Wie viele Stück kommen da? Wie viel kann ich automatisiert abhandeln? In anderen Regionen ist es vielleicht entweder tue ich mich da schwerer, weil die Lohnkosten niedriger sind. Kann aber auch einfach sein, dass wenn ich die digitalen Systeme nicht habe, wenn ich die Daten nicht habe, dann brauche ich nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen und über Automatisierung nachdenken. Da gibt es dann sicherlich die Möglichkeit, auch solche Arbeitsplätze ohne größere Systeme jetzt integrieren oder aufbauen zu müssen, zu digitalisieren. Aber da ist dann wirklich die Frage, in welchem Umfang rechnet es sich. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, wieder das Thema Vision, wo geht der Markt hin? Vor 20 Jahren hatten wir hochleistungsfähige 2D-Zeichensysteme. Und keiner, der damals mit denen unterwegs war, hätte gesagt, ich muss jetzt umstellen auf ein 3D-System. Heute de facto mit 2D-Systemen kommen sie nicht mehr weit, weil sie kriegen schlichtweg die Leute nicht mehr, die mit 2D-Systemen gelernt haben. Ja. Jetzt sagen Sie zu Recht, Herr Wagner, Sie blicken in sehr, sehr viele Branchen hinein, wobei das natürlich alles im Wesentlichen Holz-, Be- und verarbeitende Segmente sind. Man muss auch dazu sagen, da dürfen wir, glaube ich, mit Stolz uns im Umfeld umschauen. Es gibt ohnehin kaum Branchen, ich würde sogar behaupten, es gibt keine andere Branche, die sich so intensiv mit dem Thema der Losgröße 1 Fertigung auseinandersetzt, wie die Möbelindustrie, vor allem voran natürlich die Küchenmöbelindustrie. Es wird immer gern gesagt, naja, die Automobilindustrie könne es auch, das ist aber ein völlig anderer Fall, den darf man nicht vergleichen. Und in der Tat, ich darf das als VDMA-Mitarbeiter sagen, wenn wir andere Branchen uns anschauen, dann ist die Küchenmöbelindustrie, was Losgröße 1 angeht, auftragsbezogene Fertigung, sehr weit vorne. Trotzdem eine Frage an Sie, Herr Hengst, das würde mich noch interessieren. Sie sind ja auch in ganz anderen Segmenten des Maschinenbaus unterwegs. Nehmen Sie da Wissen mit oder können Sie da Erfahrungen übertragen, die Sie sagen, das lerne ich an einer anderen Branche des Maschinenbaus, damit kann ich auch dann punkten, wenn es um die Holz-, Be- und Verarbeitung oder die Möbelindustrie geht? Ja, ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also ich sage mal, wir als Unternehmen sind in verschiedenen Branchen unterwegs, nicht nur in der Holz- und Möbelindustrie, sondern halt eben auch in der Automobilindustrie, weiße Ware,
technische Laminate und. Und in jeder Branche gibt es ja gewisse Systeme, Dinge, die ich brauche. Und was wir halt eben sehr, sehr stark machen, ist natürlich auch neueste Technologien in eine Branche zu transferieren, um dort halt eben Aufgabenstellung zu lösen, wo so der klassische, ich sag mal, Standardmaschinenhersteller noch nie drüber nachgedacht hat. Einfach, wo man Dinge implementiert, wo die anderen sagen, nee, das geht nicht. Nein, und das ist das Wichtige dabei. Oder, Herr Schockwitz? Kann ich nur bestätigen. Das ist erfrischend, würde ich dazu sagen, wenn man mal über den Tellerrand guckt und sich nicht nur dort das Portfolio an Maschinen und Anlagen oder Systemen anschaut, wo ich sag mal, Leute unterwegs sind, die klassisch aus der Branche kommen, sondern wenn man über den Tellerrand schaut, dann sieht man plötzlich viele Dinge vielleicht nicht anders, aber man sieht Dinge, wo man sagt, genau das wäre doch ein Punkt, den wir auch in der Küche oder vielleicht auch in der Welt, wo Frau Kausland ist, gebrauchen können. Und ich glaube, da müssen wir auch ermutigen, dass die Maschinenhersteller genau das auch tun. Ne? Nicht nur der Branche verliebt sein, sondern darüber hinaus gucken und wo sind Technologiesprünge, wo sind Technologietreiber und die dann bewusst zu nutzen. Das würde alle nach vorn bringen. Ich glaube, den Maschinenhersteller genauso wie den Anwender. Den Punkt greife ich gerne auf. Ich frage auch Frau Kausland da gerne dazu. Gibt es etwas, was Sie den Maschinenherstellern, den Technologielieferanten sozusagen, auf den Weg mitgeben wollen würden? Da ist jetzt eine gute Gelegenheit, das zu tun. Die hören sicher alle zu. Ich glaube, wir müssen einmal festhalten, dass die Maschine natürlich ein sehr wesentlicher Bestandteil ist. Aber wie Herr Schockwitz das schon sagte, da kann man jetzt noch ein Zehntel irgendwie noch mal rausholen. Die Kunst liegt daran, auch von den Maschinenherstellern zu verstehen, wie sind die Abläufe dahinter? Welches qualifizierte Personal brauche ich, um eine Maschine zu bedienen? Wie komplex ist die Anlage? Und wie effizient wirklich ist auch die Vernetzung zu anderen Arbeitsstationen und welche Herausforderungen hat man in dem Prozess und welche Branchen machen das vielleicht besser. Also nur dieser reine Maschinenbau, und ich hoffe, dass ich das jetzt hier nicht despektierlich sage, sondern eigentlich, ich sage das schon voller Respekt. Es ist aber so, dass da so wenig noch rauszuholen ist. Also ich finde, die Qualität ist top, die Maschinenhersteller bieten. Auch die Leistungszahlen, ja, die werden immer besser, aber am Ende brauche ich Leute oder Robotik oder andere Automatismen, die diese Teile irgendwann auch zu einem Kunden bringen. Und das Ganze ein bisschen ganzheitlicher zu sehen, das wäre für mich eine Riesenerleichterung, weil ich würde am liebsten mehr Möbel verkaufen, anstatt mir Gedanken zu machen, wie ich die Bauteile von A nach B bringe. Also jeder dann in seinem Fachbereich das Beste geben und dann können wir untereinander einfach viel, viel stärker und viel schneller auch werden. Ja, vielen Dank. Das nehme ich schon mal so ein bisschen als Schlussappell, weil ich sehe ein bisschen auf die Zeit, die uns noch zur Verfügung bleibt. Danke auch für dieses Statement an die Maschinenbauer. Vielleicht nutzen wir die letzten 2 Minuten, die uns der Zeitrahmen so bietet. Oder darf ich Sie bitten, noch jeder eine Empfehlung vielleicht auszusprechen, auch an denjenigen, der sich mit solchen Themen beschäftigt? Ich würde ganz gerne noch mal das aufgreifen, was die Frau Kausland gerade gesagt hat. Gerade in Bezug auf die, ich sag mal, die Mitarbeiter im Unternehmen, die an den Maschinen stehen, die Maschinen bedienen. Alles redet über Industrie 4.0 und all diese Dinge und das ist auch ganz toll und das ist auch ganz schön und Digitalisierung, aber ich muss diese Menschen mitnehmen. Ich muss, Arbeitsplätze werden sich verändern, ich werde nicht mehr den klassischen Maschinenbediener haben, der Knöpfchen A und Knöpfchen B drückt, sondern die Komplexität der Maschinen oder auch der Automatisierung wird sich erhöhen und vor diesem Hintergrund muss ich den Mitarbeiter mitnehmen und auch unterstützen durch Bedienerassistenzsysteme oder einfache Assistenzsysteme, durch Hilfen, durch Tutorials, durch Kommunikation und Chatgruppen in der Form, vielleicht auch im Bereich Service, Virtual Reality, alles, was so in diesem Umfeld ist. Aber ich muss den Mitarbeiter mitnehmen. Wir werden nicht ohne Mitarbeiter auskommen, das ist wichtig. Es werden auch nicht unendlich viel mehr Mitarbeiter werden. Also wir reden heute über Fachkräftemangel. In vielen Bereichen muss man eher über Arbeitskräftemangel reden, weil der Facharbeiter, der steht üblicherweise nicht an der Maschine. Und genau diese Personengruppen, die müssen wir eigentlich mitnehmen auf diesen Weg in die Digitalisierung oder die digitale Welt und müssen dort an dieser Stelle halt eben
entsprechend unterstützen. Ja, vielen Dank, Herr Hengst. Das war auch schon ein sehr, sehr kluger Appell am Ende. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, das Thema Mitarbeiter. Haben wir heute nur ganz kurz angesprochen, wäre vermutlich ein eigenes Thema für sich. Herr Schockwitz, gibt es aus Ihrer Sicht eine kleine Empfehlung an denjenigen, der sich selber Gedanken macht, wie steige ich ein in die auftragsbezogene Fertigung? Vielleicht ganz schnell einfach erstmal von der Vision ausgehen und vielleicht den Satz mitnehmen, Losgröße 1 muss nicht teuer sein. Weil das wird sehr oft behauptet, ist aber nicht der Fall und schreckt viele zurück. Deswegen würde ich sagen, rangehen, genau gucken, Kosten ermitteln und dann geht es in die richtige Richtung. Ja, vielen Dank. Herr Wagner, ein kurzes Schlussstatement aus Ihrer Sicht noch. Wenn Sie als Produzent in die auftragsbezogene Fertigung gehen wollen, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, Sie sind das Vorbild. Gehen Sie ohne Furcht an den digitalen Wandel ran. Suchen Sie sich Partner, Vorbilder, mit denen Sie dort sich austauschen können. Jedes Wissen, das Sie dort weitergeben, ist verdoppeltes Wissen, weil Sie kriegen was zurück dafür. Und nehmen Sie auch Ihren Mitarbeitern dadurch den Furcht vor dem Wandel. Jeder kann da noch was dazulernen. Ja, vielen Dank. Frau Kausland, ganz herzlichen Dank Ihnen, dass Sie zugeschaltet waren, meine Herren. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Expertenrunde. Wir haben mit Sicherheit nicht alle Fragen geklärt. Im Gegenteil, wir haben mit Sicherheit nur welche angerissen. Aber ich denke, das ist ein Anstoß. Mehr sollte das an der Stelle nicht sein. Ich danke natürlich auch den Zuschauern ganz herzlich und wünsche allen viel Erfolg. Vielen Dank. Hello. Once again, this is the last time actually you're going to see my face off today. Thank you to the panel we just had on stage. Thank you very much. That was our first day. And we would like to wrap it up this day and by saying it was a pleasure of having you with us today. So Ligna Forum Digital, the first day, is coming to an end. We will see you back again tomorrow morning at 9 o'clock when we will be starting with our focus topic, woodworking transformation. So thanks for joining us today. It was a pleasure of having you. Thank you very much and bye-bye until tomorrow.